einmal zur Agenda. Ich wollte einmal kurz über die Entstehung des Tools reden, ganz kurz, um den Kontext so ein bisschen zu erläutern. Dann generell ein paar Worte zum Data Storytelling sagen. Dann würde ich gerne einmal auf die Features eingehen, die das Tool bis jetzt hat und dann das Tool in der Praxis zeigen. Die nächsten Schritte so ein bisschen erläutern. Also einmal, können wirklich geplante Features sein oder Features, über die wir gerade noch lose nachdenken. Da habe ich auch ein paar Beispiele. Und dann, um im letzten Teil dann so ein bisschen schon so die Diskussion oder so ein bisschen das Denken anzuregen und ein paar Beispiele vom Storytelling im CAD zeigen, entweder einmal die ich sehe, die ich mir vorstellen kann, oder auch da wiederum schon Beispiele aus der Praxis. Genau, einmal kurz zur Entstehung des Tools. Und zwar ist das im Kontext des City Science Labs, unseres ersten Realexperiments, entstanden. Wir haben zu dem Thema unbezahlte Sorgearbeit 2 Tools ausprobiert im Kontext des Arbeitspakets Citizen Co-Design. Mit diesen Tools wollten wir ein bisschen gucken, wie kann man eben Bürgerinnen an den CAD so ein bisschen ranführen, Datenerhebung beteiligen und Beteiligung so ein bisschen vorantreiben. Das Thema, was eher so ein Vehikel war für das Testen dieser Tools, war hierbei das Thema unbezahlte Sorgearbeit. Wir wollten zum Thema unbezahlte Sorgearbeit sehr detailliertes Mobilitätsverhalten erfassen. Das war ein Teil dieses Tools oder beziehungsweise das war ein Tool, was da entstanden ist so. Das stelle ich hier jetzt nicht vor, das wollte ich aber noch mal erwähnen. Und zwar ist das ein Tool zur Erhebung von Mobilitätsdaten, wo Betroffene unbezahlter Sorgearbeit mit verschiedenen Fortbewegungsmodis in die Karte zeichnen können. Das sieht man hier so ein bisschen mit den Linien. Also sowas wie morgens stehe ich um 8 Uhr auf und gehe um 8:30 Uhr aus dem Haus und gehe zur nächsten Busstation. Von da aus nehme ich den Bus zur Kita und von da aus fahre ich mit einem Leihrad bis zum Supermarkt. Keine Ahnung. Ja? Also sehr detaillierte Erfassung dieser Mobilitätsverhalten. Das war der eine Teil. Und das zweite Teil, und das ist dieses Tool, geht es ja jetzt hier auch, ist das Storytelling-Tool. Und das haben wir im Kontext des Realexperimentes eigentlich zur Erläuterung und zur Kontextualisierung unseres Vorhabens benutzt. Das heißt, einmal ist es ja nicht so klar, was ist der CAD, was ist das City Science Lab, warum machen wir das, was ist unbezahlte Sorgearbeit. Und wir haben so ein bisschen eben an das Thema aufgezogen. Man sieht so ein bisschen hier links schon an der Seite, dass wir so was wie ein bisschen Hintergrundinformationen und das Kartenmaterial dargestellt haben. Und wir haben am Ende dieser Geschichte, durch die man sich durchklicken kann und womit wir das Thema erläutern und unsere Datenerhebung erläutern. Am Ende wird das Datenerhebungstool auch gespeichert. Das war quasi der Vorlauf und die Einführung und Heranführung an das Thema und zur Datenerhebung. Ich wollte jetzt ganz kurz ein paar Sätze zum Storytelling sagen, warum ich glaube, dass das total wichtig ist. Und zwar habe ich 2 Zitate mitgebracht. Und zwar einmal, wenn Daten und Geschichten zusammenverwendet werden, sprechen sie das Publikum sowohl auf intellektueller als auch emotionaler Ebene an. Und einmal von Nate Silver, das Zitat, Data is useless without context. Das heißt natürlich nicht, dass ich denke, dass die Daten, die wir zum Beispiel jetzt über unsere WebGIS-Clients, über das Geoportal etc. visualisieren, keinen Kontext haben und dass sie keinen Nutzen haben. Weil natürlich werden sie für Fachanwendungen schon benutzt, natürlich werden sie auch schon von Bürgerinnen benutzt. Ich glaube aber, dass wir mit der Erweiterung, je mehr Kontext wir diesen Daten hinzufügen, desto mehr und so besser können diese Daten zu Informationen werden. Und mit den Geschichten, mit denen wir den Kontext erstellen wollen wir eine emotionale Verbindung über diese Geschichten zu den Daten schaffen und hoffentlich einen anderen Zugang kriegen. Dieses Storytelling-Tool, was wir eingebunden haben, gibt es schon auf ganz vielen anderen Geoportalen. Das habe ich irgendwann mal vor 6 Jahren, glaube ich, schon gesehen, das Geoscience Australia Portal. Das ist ganz simpel da kann ich eben auch so kleine Szenen definieren, wo ist mein Kartenmittelpunkt und so ein bisschen Erklärung dazu. Auch ArcGIS macht das zum Beispiel sehr groß. Das ist auch eben, sieht links an der Seite hier die Story und rechts verändern sich dann können sich die Karten verändern.
und man kann so ein bisschen hinein und rauszoomen. Also ganz viele Anbieter machen auch kartenbasiertes Storytelling. Und ganz häufig sieht man das auch ich finde insbesondere in den großen News-Outlets und Webpräsenzen von sowas wie The Guardian, New York Times, Washington Post, die erzählen ganz viele Geschichten zu so datengetriebenen Themen und machen dadurch eben Informationen verständlicher und interessanter und assoziieren so ein bisschen den Kontext zu den Daten. Und immer mit dem Hintergrund, dass man sagt, einmal sind diese Informationen besser verständlich und auf der anderen Seite generieren mehr Erkenntnis und auf der anderen Seite ist eben auch die emotionale Verbindung und das Involvement so ein bisschen interessanter. Es ist anders als ein Fließtext und anders als eben auch nur auf der anderen Seite eine reine Kartenanwendung zu sehen oder auch irgendwie einfach nur die Daten selbst wenn als Graphen oder Ähnliches aufbereitet, dargelegt zu bekommen. Einmal zum Tool. Und zwar, man sieht das ja hier schon so ein bisschen, ich zeige es auch, glaube ich, von meinem Einsatz. Das linke Fenster ist eigentlich das Story-Tool. Das ist ein Add-on des Masterportals. Also wir haben, das ist mit den neuesten Versionen des Masterportals kompatibel und wir haben dieses Add-on, kann man einfach anschalten, wie man andere Add-ons in der Konfiguration eines Portals auch hinzufügen kann. Hier kann ich eben Content hinzufügen, Texte, Bilder, Videos, wie in diesem Fall ein Diagramm. Und ich kann gleichzeitig auch Informationen auf der Karte darstellen. Innerhalb der Story navigiere ich über die Storypunkte, über die Kapitel, die unten angezeigt werden. Also ich habe diese kleinen Pfeile, mit denen ich dann unten durch diese unten angezeigten Kapitelnummern navigieren kann, vor und zurück. Und gleichzeitig verändert sich eben die Karte. Und zu jedem Kapitel kann ich Einstellungen vornehmen. Das heißt, ich kann eben sagen, an welchem Punkt soll die Karte zentriert sein, welche Zoom-Stufe soll zu diesem Kapitel angezeigt werden, welche Layer und welche Layer auf der Karte sollen angezeigt werden und auch welche Add-ons des Masterportals sollen aktiviert werden. Zum Beispiel könnte ich ja auch sagen, ich habe jetzt hier zum Beispiel hatte ich gerade Verteilung junger Menschen, wird hier auf der Karte angezeigt. Es könnte ja auch sein, dass ich ein Abfragetool habe, weil es ja relevant sein könnte, in einem bestimmten Kontext noch zu wissen, in meinem Gebiet, wie viele junge Menschen gibt es denn da genau? Hier ist ja die Anzeige sehr grob und teilweise gibt es ja so im Geoportal auch Abfragetools für Einwohnerzahlen, sowas könnte man sich ja hier auch vorstellen oder Zeichenwerkzeuge etc. Dann gibt es ein Inhaltsverzeichnis, also ich kann auch ein bisschen anders in die Story einsteigen. Das heißt, wenn ich bestimmte Kapitel überspringen möchte, könnte ich auch sagen, unbezahlte Sorgearbeit ist ein Thema, was ich sowieso kenne. Ich steige gleich in Kapitel 3 ein und kann ebenso auch außerhalb dieses normalen dieser normalen Vor- und Zurücknavigation in der Story navigieren. Dann haben wir einen Story-Erstellungsmodus implementiert. Das heißt, auf der Seite kann ich auch selber eine eigene Story erstellen und kann hier auch ich kann sagen, welche Layer werden angezeigt, auch den Zoom, das Kartenzentrum und die Kartenzoom einstellen, kann hier eben auch den Content, Fotos, Texte, Kapitel, Unterkapitel definieren und auch definieren, welche Erweiterungen sollen zu welchem Zeitpunkt der Story aktiviert werden. Außerdem diese Story kann ich dann exportieren als JSON-Datei und die kann man in ein Portal einbinden anschließend. Das Datenformat, was wir hierbei verwenden, ist JSON-Datei. Das ist ein Format, was für Menschen sehr gut lesbar ist und sehr datenunintensiv ist. Also man sieht auf der rechten Seite relativ verständlich, was diese einzelnen Eigenschaften auch bedeuten bei der Konfiguration der Story. Und im Zweifelsfall könnte man es eben auch händisch machen. Den Content, der dann am Ende zum Beispiel wie der längere Text oder die Bilder, die angezeigt werden, den haben wir bis jetzt noch als HTML-File eingebunden. Sind wir noch ein bisschen am Überlegen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Also theoretisch kann ich eben auch über diese Art der Konfiguration ohne Programmierkenntnisse und ohne auch diesen Erstellungsmodus die Story verändern oder die Story auch erstellen. Also ich zeige die Story, die wir zu unserem BERL-Experiment erstellt haben. Wir haben eben eine Einleitung, wer ist das City Science Lab, was ist der Cut,
was ist die unbezahlte Sorgearbeit. Wir können dann eben, das sieht man ja hier, man kann dann eben Layer im Hintergrund ein- und ausschalten und an dieses Thema heranführen. Wir haben dann im ersten Schritt erstmal auf Hamburg zum Beispiel geguckt, in einem größeren Kontext. Die Legende ändert sich natürlich auch immer. Wir haben verschiedene Themenlayer die wir für das Thema unbezahlte Sorgearbeit für relevant halten, an- und ausgeschaltet und haben uns dann nochmal auf ein kleineres Beispiel konzentriert. Bei Amberg Süd haben da eben sowas wie Alleinerziehende oder bestehende Kita- und Verkehrsinfrastruktur etc. Man kann eben auch weiterhin immer in dieser Story sich navigieren, diese Karte an- und ausschalten und man kann auch immer noch hier, wenn ich jetzt sagen will, ja, das reicht mir gerade als Information nicht, in diesem Schritt der Story kann ich natürlich auch noch weitere Layer immer an- und ausschalten oder auch hier bestimmte Tools, wenn gewünscht, aktivieren und deaktivieren. Und am Ende dieser Story kam dann, wie gesagt, die Datenerhebung, wo wir dann hier das Datenerhebungstool aktiviert hatten, womit man dann die Wege einzeichnete. Ich hoffe, das ist alles gut sichtbar gewesen und ich war da nicht zu schnell. So, nachdem wir jetzt so einen Einblick hatten in dem, was wir jetzt mit dem Storytelling-Tool gemacht haben, wollte ich auf die nächsten Schritte eingehen. Also das, was wir real schon vorhaben und das, was wir uns so ein bisschen schon mal vorstellen können, was jetzt kommen könnte. Wir haben bis jetzt ja eben nur die Möglichkeit, die Story downzuladen und dann wieder einzubinden ins Portal. Worüber wir uns Gedanken machen, ist noch, dass man so ein Story-Management hat. Ich habe jetzt hier einfach einen Ordner als Repräsentation gehabt, aber im Grunde genommen geht es darum, dass ich zum einen einen Zwischenstand speichern kann und den weiter bearbeiten kann, dass ich den darüber aber auch, dass ich so ein Management habe, dass ich zum Beispiel 3 Stories anlegen kann, dass die abrufbar sind und teilbar sind, dass ich für bestimmte Nutzergruppen Stories sichtbar machen kann oder vielleicht auch nur Stories verstecken kann, die ich gerade noch oder die ich nicht teilen möchte, die nur für mich sind, wie auch immer. Aber dass dieser Modus noch, dass wir über diesen Modus nachdenken. Ich zeige jetzt einmal ganz schnell, ich springe jetzt einmal ganz kurz zurück und zeige einmal kurz den Erstellungsmodus. Und zwar ist das der hier. Das ist hierüber erstellen wir die eigene Story. Das heißt, ich gebe hier den Namen und die Beschreibung der Story ein, gebe dann die einzelnen Schritte an, den Titel des Unterkapitels, Sachen wie breit soll das Fenster noch sein und kann dann hier zum Beispiel die Position der Karte und die Zoomstufe festlegen. Ich würde mir jetzt auch sagen, wenn die Zoomstufe oder die Position sich geändert haben, definiere ich die neu. Ich würde die für mich relevanten Karten aktivieren und deaktivieren für diesen Schritt und eventuelle Erweiterungen, die notwendig sind, plus hier eben einen bestimmten Content, würde diesen Schritt hinzufügen. Kann mir dann in der Vorschau schon das, was ich jetzt ausgefüllt habe, einmal anschauen und kann diese Story anschließend herunterladen und habe dann eben das angesprochene Format mit der Story als JSON und dem Inhalt der Story als HTML. Das nur noch mal ganz kurz als Nachtrag. Worüber wir jetzt als nächstes schon nachgedacht hatten, da kam die Anforderung eigentlich eher aus einer besseren Geeignetheit der Story für mobile Endgeräte. Das nennt sich Scrollytelling. Das kennt man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man eben so besagte News-Outlets sich zum Beispiel anguckt. Das hier ist ein Beispiel vom MIT Sensible City Lab. Man sieht es hier sehr schön, man scrollt durch diese Story einfach durch. Das bietet auch den Vorteil, dass man einmal mit mobilen Endgeräten die Story per Finger einfach nach oben scrollt und hier eben auch zwischendurch, zwischen der Story, einen größeren Fokus auf die Karte hat, weil man sonst die Story teilweise diesen gesamten Kartenbereich sehr bedeckt, was ja auch nicht Sinn der Story ist, sondern wir wollen ja beides verknüpfen. Und das Scrollytelling ist besser für ein Storytelling auf mobilen Endgeräten geeignet. Das gibt's in Mapbox gibt es sehr gut. Mapbox ist ein alternativer Web-Kartenclient zu dem, den wir verwenden. OpenLayers ist komplett Open Source, Mapbox ist es hingegen nicht, hat aber eben schon eine sehr schöne Integration dieses Scrollytellings. Aber darüber denken wir nach, ob das nicht ein großer Vorteil für das Tool sein könnte, wenn man das optional einstellen könnte.
Dann haben wir den 3D-Modus, den wir aktuell implementieren. Das heißt, die Stories, die wir erzählen können, sollen auch mit der 3D-Karte funktionieren. Das heißt, ich kann hier sehr exakte Blinkwinkel definieren und auch zwischen 2D- und 3D-Ansichten wechseln. Und unsere Idee ist dabei einfach auch, dass 3D-Daten und in den Zwillingsanwendungen ja große Bedeutung haben können, nicht sollen, aber kann ja gut sein, kann ja darauf hinauslaufen, und dann ist es ein total relevanter und wichtiger Teil, mit diesen Daten auch Stories zu erzählen. Und ich habe eine, die mal so ein bisschen einfach nur die Funktionalität erläutert, einmal vorbereitet. Und zwar starten wir hier auch mit einer normalen 2D-Ansicht, wechseln dann in den 3D-Modus, und er lädt hier die entsprechenden Karten nach. Ich kann dann eben, genauso wie ich das sonst habe, Zoomstufe, Blinkwinkel und so weiter definieren. Ich habe hier auch mal ein GLTF eingebunden. Das soll überhaupt kein stadtplanerischer Vorschlag sein. Nein, ich habe irgendein Hochhaus genommen, was ich gefunden habe, weil es sehr schön veranschaulicht, wie man hier Blickwinkel verändern kann an die einzelnen Elemente und Details eines solchen Modells. Wenn wir uns jetzt ein Planungsszenario in der Stadt vorstellen, wo, weiß ich nicht, BIM- oder 3D-Modelle hinzugefügt werden können, dann kann man hiermit eben ganz interessant auch eine Story erzählen, Details zeigen, wie den schönen Swimmingpool und die Palmen, oder auch relevantere Dinge, wie zum Beispiel städtische Infrastruktur. Ich habe hier mal, das ist auch jetzt nur ganz exemplarisch hier, ein paar Straßenleuchten hinzugefügt. Auch das ist natürlich nur ein Beispiel, aber ne, so könnte man sich durch so eine Story navigieren. Und was ich auch einfach nur mal angedacht hatte, sind eben auch, dass man ja auch DPaS-Daten und Beteiligung in so einem Kontext machen kann. Das ist jetzt hier das, ich habe hier einfach mal so einen kleinen Marker hinzugefügt, wodurch sich ja auch Beteiligungsmöglichkeiten so ein bisschen verändern, indem ich zum Beispiel auch sehr genau meinen Beitrag theoretisch in einem dreidimensionalen Kontext verorten könnte. Zum Beispiel eine Häuserfassade oder Brückenelemente oder was auch immer ich kommentieren möchte und kann. Das wird ja dann auch, wenn die 3D-Modelle so sind, dass sie auch ein sehr detailliertes wie Street View von Hamburg, Leipzig und München sind, dann können diese Art der Beteiligungsoptionen ja durchaus, finde ich, total viel Mehrwert bringen und total interessant sein. Und ich wollte hier noch mal ein schönes Beispiel zeigen, wo das noch mal ein bisschen besser integriert ist. Der 3D-Modus, der da an und aussteht mit einer Story, das war das Lieblingsplatz Berlin vom Urban Participation Lab in Berlin. Ich fand es sehr schön, wie hier in so bestimmte 3D-Modelle reingezoomt wird und eine Story erzählt wird, wieder raus. Bei Mapbox ist auch hier dieses Rein- und Rauszoomen im 3D-Modell leider noch ein bisschen performanter. Ich finde es aber sehr anschaulich. Deswegen habe ich ich habe das Beispiel noch mal kurz reingenommen. Genau, so kleine diverse nächste Schritte, über die wir so ein bisschen nachdenken, könnte einmal so der Re-Upload aktuell zur Story sein, das heißt zur Weiterbearbeitung, dass ich nicht ein neues Portal aufsetzen muss, sondern dass wenn wir dieses Story-Management noch nicht wirklich haben, was ja im Zweifelsfall vielleicht von dem Bürger-Twin abhängt, von dem Login-Bereich des Twins, der ja heute Morgen so ein bisschen Thema war, abhängig wäre vielleicht, weil man ja doch, wenn ich ein eigenes Story-Management habe, brauche ich einen eigenen Login-Bereich. Das heißt, vorher wäre es vielleicht für die Weiterbearbeitung von Stories relevant, dass wir einen Re-Upload von Stories ermöglichen. Dann müssen wir den 3D-Modus, also das, was ich gerade gezeigt habe, in das Erstellen von Stories integrieren. Das heißt, wenn ich dort Kamerapositionen verändere und bestimmte 3D-Tools vielleicht noch an- und ausschalten möchte, dann müssen wir das eben noch, das ist noch nicht ganz integriert. Wir können das jetzt als Story machen, aber ich kann es noch nicht automatisch erstellen. Das würden wir gerne demnächst integrieren. Dann, glaube ich, könnte relevant sein, dass man Story-Versionen und Wege ermöglicht. Also damit meine ich, dass an bestimmten Stellen einer Story Kapitel übersprungen werden können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn Sie Experte sind, überspringen Sie doch die nächsten 3 Kapitel und machen Sie mit Kapitel 4 weiter. Sowas wäre ja sehr denkbar. Dafür wäre es, glaube ich, wichtig, dass die Story als URL-Parameter integriert wird, dann könnte ich dahin routen, ich könnte aber auch eben ich könnte auch einen Link zu einem einzelnen Schritt in der Story schicken, wenn das relevant wäre. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Beispiele zum Storytelling im Cut
einfach mal erzählen, das, was wir schon machen und das, was ich mir noch mal vorstellen kann. Dann habe ich ja eben mit DPaS und so auch schon so ein bisschen angefangen oder mit Beteiligung im Cut. Einmal zum Storytelling im Cut zu dem Code. Wir haben wir haben den Code, der ja am Anfang mit dem Tool zur Datenerhebung zusammen in einem Repository war, den haben wir jetzt getrennt und ist jetzt verfügbar unter der angegebenen URL. Wir haben das Storytelling-Tool dockerisiert und es lässt sich hier relativ schnell und gut testen. Das heißt, einfach ohne jetzt große Pakete und Abhängigkeiten und Anwendungen installieren zu müssen, lässt sich durch Docker sehr leicht das Tool zum Testen bereitstellen. Und es läuft auch auf der aktuellen Version des Masterportals, was, glaube ich, nicht unwichtig ist, wenn es eben auch mit neueren Anwendungen im Cut eingesetzt werden soll. Wir reden auch schon, wir sind sehr intensiv im Austausch mit DPaS oder mit der Stadtwerkstatt jetzt über das Storytelling-Tool im Kontext von DPaS-Verfahren. Hier wird darüber nachgedacht, dass bei dem Anlegen der Stories, wenn ich da was auslasse oder auch was Falsches sage, berichtigt mich am Ende des Vortrags oder stellt da Dinge klar oder erweitert das gerne, dass, wenn Verfahren angelegt werden, soll gleichzeitig auch oder wird darüber nachgedacht, dass gleichzeitig auch eine Story angelegt werden kann. Das heißt, das, was heutzutage eher die Eingangsseite zu dieser Kartenansicht, wo die Beiträge erstellt werden können, ist oder die Ergebnisse angezeigt werden, kann dann auch innerhalb der DPaS-Anwendung angezeigt werden. Auch da kann eben dann im Kontext der Karte, im Kontext der DPaS-Anwendung Themen mit der Aktivierung verschiedener Kartenlayer sehr gut, vielleicht sehr viel besser erläutert werden oder vielleicht einfach noch in einer anderen Weise erläutert und herangeführt werden an diese Beteiligungsverfahren. Genau, das ist ein Beispiel, wie wir Storytelling im Cut nutzen können und wollen. Dann Storytelling im Cut einmal über COSI. Das COSI ist jetzt nicht offiziell Teil des Cuts, aber anhand von COSI wollte ich nur ein bisschen erläutern, wie im Kontext von COSI, Cockpit für städtische Infrastruktur, ein Planungstool für städtische Infrastruktur, mit dem Analysen und Simulationen in diesem WebGIS-Client, der auf dem Masterportal basiert, erstellt werden können. Und hier wird darüber nachgedacht, dass Analysen, die sehr häufig in einem sehr ähnlichen Format oder in einem regelmäßigen Intervall erstellt werden, das sind in diesem Fall die Potenzialanalysen, die in COSI erstellt werden, die normalerweise in einen Bericht, in ein PDF ausgeleitet werden, auch in eine Story ausgeleitet werden können. Das heißt nicht, dass das PDF abgeschafft wird, aber das heißt, ich kann natürlich auch dann ich erstelle diese Story, kann auch neben dem PDF denjenigen, die es interessiert, diese Story zukommen lassen. Habe dann, wie hier exemplarisch jetzt abgebildet, eben kann ich die Grafiken, also Teile der Auswertung in der Story darstellen, kann bestimmte Layer aktivieren und deaktivieren und habe aber gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, als jemand, der sich diese Story, diesen Bericht anschaut, noch weitere Informationen hinzuzufügen und aber auch Analysen mit den vorhandenen Daten zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, das interessiert mich aber, wie hier die Auswertung über die, weiß ich auch nicht, die Versorgung mit Kitaplätzen oder Schulplätzen in dem Viertel gemacht wurde, warum ist das denn so? Dann kann ich ja noch mal ein paar weitere Szenarien durchrechnen und dann wieder zurück in die Story springen. Ich glaube, das ist total relevant und bringt einen totalen Mehrwert im Gegensatz zu einem statischen Bericht oder Report. Was wir schon gemacht haben, was mich sehr freut, ist, dass wir eine Teststory mit Leipzig zum Thema Radverkehr erstellt haben. Ich springe hier nur so ein bisschen durch und ich wollte so ein paar Layer einfach mal angucken. Auch das ist eben, wir haben hier das Thema und führen an das Thema jetzt über das Hauptnetzrad ran und die Unterteilung dieser Radwege. Dann nochmal eigenständige Radwege oder Radwege, die eben auch durch Rad- und Grün- und Parkanlagen führen. Dann wird auf die Dauerzählstellen hingewiesen oder die Radzählstellen, die Mobilitätsstation. Was ich eine sehr schöne Karte finde, sind die Radwege und die realen Schäden auf Radwegen. Die finde ich sehr schön. Die sind hier sehr schön sichtbar, dass die so ein bisschen eingezeichnet sind. Wahrscheinlich nach Kategorien hier geordnet und farblich vermerkt. Und was auch sehr schön ist, sind die Verkehrsmengen, die erhoben worden sind bei dem Stadtradl-Wettbewerb, wo Bürgerinnen mappen,
und aufnehmen und diese dann hier in der Karte inkludiert werden. Da sind dann die Geschwindigkeiten und, das war das vorher, die Verkehrsmengen sehr schön auf der Karte zu sehen. Das ist nur eine Story, die wir mit Leipzig erstellt haben. Fand ich ein sehr schönes Beispiel, auch wenn das hier gerade schlecht nachlädt, wie man dieses Storytelling-Tool verwenden kann. Wollte ich noch auf eine weitere Möglichkeit des Storytelling-Tools als Wissensvermittler oder noch mal ein bisschen anderer Kontext gedacht. Wir hatten mal drüber nachgedacht, ob man nicht mit dem Storytelling-Tool auch sowas wie die Cut-Story erläutern könnte. Dass wir zum Beispiel hier, auch das ja nur exemplarisch, hier eine kleine Grafik, dass wir sowas sagen können, wer sind wir als Connected Urban Twin, als Projekt, wie sind wir finanziert. Auf der Karte werden die 3 Städte angezeigt. Ich könnte dann in die 3 Städte zoomen und bestimmte wichtige Datensätze anzeigen. Ich könnte dann erzählen, was ist denn neu was ist an Datensätzen neu für Zwillinge. Zum Beispiel können das Sensor- und 3D-Daten sein. Ich könnte vielleicht auch die Tools und Anwendungsbeispiele aus T2, wenn diese öffentlich sein sollten, exemplarisch zeigen und zum Beispiel nach Leipzig zoomen und da eben eine Anwendung zeigen oder vielleicht auch da eine kurze nochmal eine kleine andere Story zeigen. Ich könnte Analysen und Modellierung verdeutlichen. Und ich könnte ja auch sowas wie den Basiszwilling und das Baukastensystem und exemplarische Zwillinge zeigen. Also auch das ist noch ein bisschen andere Herangehensweise, aber auch sowas, auch dafür kann ich mir vorstellen, dass das Storytelling-Tool benutzt werden könnte. Ziemlich genau eine halbe Stunde. Ich glaube, das war es jetzt auch und ich würde total gerne mit euch über Storytelling-Tool reden. Ich hoffe, ihr habt auch Ideen oder Fragen und let's tell stories.